Ich bin Sebastian Cardenas, ich bin 24 Jahre alt und ich mache aktuell den German US Dual Degree beim 1. FC Heidenheim. Ich arbeite beim 1. FC Heidenheim in der Ticketing-Abteilung. Was mir besonders viel Spaß macht, ist vor allem der Austausch mit den Gastvereinen, im Kontakt mit anderen Ticketing-Mitarbeitern, auch von denen zu lernen, was vielleicht bei denen läuft, was bei denen nicht läuft, um das dann auch auf unsere eigene Praxis auf 1. FC Heidenheim anwenden zu können. Ich habe mich für den German US Dual Degree entschieden. Mir war vor allem wichtig, dass der Master durchgängig auch englischsprachig ist. Das war mir sehr wichtig. Und ich finde, in der Kombination mit dem MBA lernt man vor allem auch Zeitmanagement. Also man weiß, wie man seine Zeit gut einsetzen muss, dass man seine Ziele erreichen kann, gerade in der Uni oder auch an der Arbeit. Mir besonders gefallen hat bisher bei den Modulen an der SAIBI ist vor allem Persönlichkeitsentwicklung und wie man lernt, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Was ich gerade aus dem Studium vor allem in der Arbeit anwenden kann, ist mit der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Projekt ist sozusagen eine Handlungsempfehlung für eine Internationalisierungsstrategie für den 1. FC Heidenheim in Nordamerika. Also zu dem Projekt bin ich gekommen, da ich gerade durch den MBA einfach den internationalen Bezug zu Amerika herstellen wollte und ich habe mal entschieden, dass für mich in Kombination mit dem MBA, mit berufsintegrierten Studium, ich es sinnvoll finde, da auch was zu machen in dem Projekt. Und dann kam sozusagen auch durch die Conference League Teilnahme vom 1. FC Heidenheim so ein bisschen die Idee, dass man das ja dann als Handlungsempfehlung aufsetzen könnte und herausfinden kann, ob das funktionieren kann, was funktionieren kann und welche Möglichkeiten es da geben könnte. Dann sind wir sozusagen auf diese Idee gekommen, auch mit dem Hintergedanken, dass in 2026 dann die WM stattfindet in Amerika, Kanada und Mexiko. Also ich würde sagen, das Managen von Arbeit und Uni hat schon eine gewisse Herausforderung. Das ist aber, glaube ich, auch das Wichtige an dem Masterstudium, dass man es lernt und das auch dann Erfahrungen sammeln kann für sein späteres Berufsleben, wenn dann auch wirklich Wochen kommen, wo man viel bearbeiten muss. Bei Post University ist es so, dass wir hauptsächlich über ein Discussion Board Forum posten. Da tun wir sozusagen interagieren mit Kommilitonen aus Deutschland, aber hauptsächlich mit Kommilitonen aus Amerika, wo auch meistens der Post dann ähnliche Module belegen. Und es ist dann so, dass man eigentlich den ganzen Tag über, also egal wann, eigentlich antworten kann, was sogar gar nicht schlecht ist. Man hat gar keine Abgabepflicht bis 23:55 Uhr, sondern man hat sogar durch Zeitverschiebung noch ein bisschen mehr Zeit an manchmal, wenn es dann abends nicht gleich klappt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt da lange abends dran sitze, sondern eher, wenn man da gutes Zeitmanagement hinbekommt, kann man da mit den anderen immer interagieren, immer in dem Forum irgendwelche Posts hochladen. Und auch bei den Assignments ist das Gleiche, da kann man dann einfach auch frühzeitig abgeben und dann passt das. Ich habe auch klassische Vorlesungen an der SAIBI. Ich habe natürlich trotzdem auch an der SAIBI viele Online-Vorlesungen. Durch den MBA eher weniger Vorlesungen. Aber wenn wir Vorlesungen haben, dann relativ intensive Vorlesungen mit intensiven Themen und auch intensiven Themenbearbeitung. Die Möglichkeit, Vor-Ort-Vorlesungen zu machen. Ich würde sagen 50-50, also 50% Vorlesungen online, 50% Vorlesungen vor Ort. Fast alle meine Vor-Ort-Vorlesungen in Stuttgart. Es gibt dann die Möglichkeit, dass man ja in Berlin das Persönlichkeitsseminar besuchen kann. Das sind 4 Tage, wo man dann wirklich intensiv mit anderen Leuten auch zusammenarbeitet und da in gewissen Persönlichkeits-, aber auch Kommunikationsstrategien arbeitet. Und das ist wirklich einfach cool, weil man einfach zusammen ist. Man ist in Berlin, man kann jetzt irgendwie nicht nach Hause fahren oder so, sondern man ist gezwungen, zusammen zu sein. Und dadurch sind dann auch oder entstehen dann auch einfach Netzwerke, Freundschaften im Studium. Meine Business-Mentorin unterstützt mich im Alltag vor allem beim Austausch mit ihr, dass ich mit ihr über meine Themen für mein Projekt oder für meine Masterthese sprechen kann und ihren Ansprechpartner habe, der mir insofern hilft, ob ich auf dem richtigen Weg bin, was ich vielleicht noch verbessern könnte, wo ich vielleicht nochmal eine neue Idee brauchen könnte. Und dann spreche ich eher unregelmäßig mit ihr, wenn es dringend ist, dann auf jeden Fall, aber ansonsten immer mal wieder sporadisch, wie es gerade sich so ergibt. Und dann tauschen wir uns aus über das Projekt oder auch über das Thema meiner Masterthese, wie gesagt.
Stefanie Rummel. Ich bin aktuell beim 1. FC Heidenheim Bereichsleitung für die Themen Personal, Organisation und das Serviceteam in den Fan- und Ticketjobs zuständig. Ich bin jetzt seit 7,5 Jahren im Verein dabei, genau, und durfte über die Zeit ein paar Themen begleiten und auch daran wachsen. Tatsächlich Sebastian angesprochen, der war auch schon bei uns beschäftigt und hatte uns dann angesprochen, hatte die Idee, dass er gerne dort einen Master machen wollen würde. Wir haben uns das dann zusammen angeschaut und für uns hat nichts dagegen gesprochen. Deswegen sind wir auch total froh, dass die Zusammenarbeit jetzt besteht. Also wir sehen tatsächlich das als großen Vorteil, dass die bei uns einfach voll integriert sind. So lassen sich auch relativ schnell die Stärken von den Studierenden einfach rauskristallisieren. Die erkennen wir ganz gut, können die eben fördern, können auch bei einfach noch Potenzialen Unterstützung bieten, dass sie da vielleicht ihr Potenzial einfach noch ein bisschen erweitern, ein bisschen entfalten können. Das sehen wir so als großen Mehrwert, dass sie einfach von Anfang an integriert sind und man sich auch gegenseitig, glaube ganz gut kennenlernen kann. Ich glaube, dass die Studierenden da wirklich gut ihre Soft Skills auch mit einbringen können, dass wir die auch zusammen weiterentwickeln können. Und was, finde ich, schon auch ein Punkt ist, dass sie auch nochmal vielleicht eine andere Herangehensweise an Projekte auch haben. Und wie gesagt, auch manchmal so ein Blick von außen schadet manchmal gar nicht. Der ein oder andere ist vielleicht doch mal eingefahrener oder kennt einfach die Strukturen und Prozesse schon. Da hilft manchmal so ein Blick von außen auf jeden Fall. Und ich glaube, da kriegen sie auch gute Techniken mit an die Hand, die das Studium ihnen so mitgibt. Meine größte Herausforderung bisher würde ich schon sagen, dass eigentlich schon das Thema Masterthesis, auch wenn es aktuell so in der Bearbeitung ist, das Thema zu finden und dann zu schreiben, glaube schon eine der größeren Herausforderungen ist. Aber ich glaube, wenn man da wirklich gut strukturiert und gut plant und gut sich austauscht, egal ob Business-Mentorin oder Kollegen oder auch Professoren von der SAIBI, ist man da auf jeden Fall auf einem guten Weg und das kann das Ziel dann auch gut erreichen, Ziel Masterthesis dann gut erreichen. Ja. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man Arbeit, Studium und Freizeit unter einen Hut bekommt. Während einem Masterstudiengang, den man berufsbegleitend macht, ist vor allem, dass man einfach wirklich weiß, was einem gut tut auch, wenn man ein bisschen Ausgleich braucht, aber was einem auch gut tut, wenn man hier irgendwelche Prüfungen abgeben muss, PSPs abgeben muss oder auf der Arbeit irgendwelche Sachen abgeben muss zu einem gewissen Zeitpunkt, dass man einfach weiß, was funktioniert für einen selber, was kann man selber machen, was funktioniert aber auch nicht, muss ich vielleicht dann doch eine Woche vor anfangen, weil es einfach sonst stressig werden könnte, auch mit der Uni, und dass man einfach auch ein bisschen Weitsicht entwickelt. Also wenn ich jetzt mich nochmal für einen Masterstudiengang bei der SAIBI entscheiden würde, würde ich auf jeden Fall mir mitgeben oder demjenigen mitgeben, der sich dafür entscheidet, dass man einfach weiß, auf was man sich einlässt, dass man weiß, okay, man muss Disziplin haben, man muss auch einfach Durchhaltevermögen haben in gewissen Dingen, egal ob es Uni ist, egal ob es Arbeit ist, und dass man auch einen gewissen Ehrgeiz hat, dass man in der Arbeit und auch in der Uni ehrgeizig seine Aufgaben abarbeitet und auch ein bisschen was erreichen möchte. Und ich glaube, wenn man das sich schon relativ früh klar ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, so einen berufsintegrierten Master zu machen, und dann kann es einem auch auf lange Jahre einfach weiterhelfen, wenn man bereits Berufserfahrung hat. Man hat bereits ein Netzwerk, das man erstellt, und das hilft einem einfach auch, egal in 5, 10 Jahren nach dem Master, wirklich direkt dann ins Berufsleben einzusteigen, aber auch zu lernen, wie man dann im Berufsleben wirklich sich anstellen kann und dann auch gut performen kann. Ja.